Kannst du dir vorstellen, dass die Natur keinen Unsinn macht, sondern dass alle Prozesse im Körper zweckmäßig sind, einem Plan folgen und seit Millionen von Jahren schon funktionieren? Alle Körperfunktionen passen sich jeden Tag an die äußeren Umstände an. Zum Beispiel beginnen wir zu schwitzen und der Puls erhöht sich, wenn wir joggen. Oder unsere Haut wird braun, wenn wir über längere Zeit häufig in der Sonne sind. Oder unsere Muskelmasse nimmt zu, wenn die Muskeln lange an ihrer Maximalkapazität arbeiten. Bei anderen Funktions- und Zellveränderungen spricht man dagegen von Krankheit, weil hierin bisher kein Sinn erkannt wurde. Durch die neue Medizin erkennen wir, nichts im Körper ist falsch. Alle Veränderungen sind Teile von sogenannten sinnvollen biologischen Sonderprogrammen der Natur, abgekürzt SBS, deren Zweck es ist, das Überleben des Individuums oder Rudels zu unterstützen. Sonderprogramm bedeutet hierbei ein Programm, was unter besonderen Bedingungen startet, nämlich wenn grundlegende biologische Bedürfnisse plötzlich nicht mehr erfüllt sind, wie zum Beispiel die Aufnahme von Nahrung oder Sauerstoff, körperliche Unversehrtheit, Kontakt zu anderen Lebewesen, der Status im Revier, Fortpflanzung und anderes. Die gleichen biologischen Bedürfnisse finden wir ebenso bei Tieren, auch wenn jede Spezies ihre Besonderheiten aufweist, die sich aus ihrem biologischen Code ableiten. Da der Großteil des Körperbaus und dessen Funktionsweise bei allen Säugetieren sehr ähnlich sind auch dessen Anpassungsmechanismen in Form von sinnvollen biologischen Sonderprogrammen weitgehend identisch. Lediglich die Situationen, in denen ein biologisches Grundbedürfnis nicht mehr erfüllt ist und die ein Sonderprogramm starten, unterscheiden sich meist gravierend bei Menschen und Tieren. Dazu 3 Beispiele, zuerst aus dem Tierreich. Wird das Reh vom Waldbrand überrascht, ist sein Überleben in Gefahr und es reagiert mit Todesangst. Diese Empfindung startet das SBS, also das sinnvolle biologische Sonderprogramm, der Lungenalveolen, die für die Sauerstoffaufnahme zuständig sind. Sie maximieren im Rahmen des SBS ihre Funktion, sodass das Reh schneller und länger davonlaufen kann, um der Bedrohung zu entkommen. Die Antilope findet ihr Wasserloch ausgetrocknet vor und weiß plötzlich nicht mehr, wo sie frisches Wasser finden kann. Um zu überleben, muss sie ihre sichere Umgebung verlassen und startet das SBS der Nierensammelrohre. Diese sind für die Rückresorption des Wassers zuständig. Das SBS führt zur Steigerung der Funktion, sodass fast alles Wasser einbehalten wird, bis die Antilope eine andere, sichere Wasserquelle gefunden hat. Ein Fuchsjunges stürzt einen Abhang hinunter und verletzt sich schwer. Die Mutter nimmt wahr, dass es in akuter Gefahr ist und sich nicht mehr selber versorgen kann, sodass ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Versorgtsein des Kindes verletzt ist. Bei ihr, der Mutter, startet nun das SBS der Milchdrüsen, um mehr Milch zu produzieren und dadurch das Kleine besser versorgen zu können, bis es sich erholt hat. Fast alles, was wir bisher als Krankheit bezeichnet oder kennengelernt haben, tritt im Rahmen eines solchen sinnvollen biologischen Sonderprogramms auf. Wir kennen heute weit über 100 verschiedener solcher entwicklungsgeschichtlich verstehbaren Programme. Entwicklungsgeschichtlich verstehbar bedeutet, dass bei ursprünglicher, natürlicher Lebensweise die Programme sinnvoll sind und helfen, die Situation zu überstehen, wie in den Beispielen gezeigt. Schauen wir uns die gleichen Beispiele einmal bei moderner, unnatürlicher Lebensweise an, wie sie typischerweise beim zivilisierten Menschen zu finden ist. Todesangst dauert in der Natur immer nur kurze Zeit. Entweder das Tier entkommt der Bedrohung oder es stirbt. Der Mensch hingegen kann Todesangst über Monate empfinden, zum Beispiel aufgrund einer schlimmen Arztdiagnose. Die Todesangst ist die gleiche wie beim Reh. Es gibt aber keine real sichtbare Bedrohung oder einen Feind, vor dem er davonlaufen könnte. Er verharrt nun immer weiter, vielleicht Monate oder sogar Jahre, in der Empfindung der Todesangst. Eine Situation, die unsere Biologie nicht vorgesehen hat. Das SBS der Lungenalveolen startet auch hier, nur arbeiten diese nun nicht für Minuten, sondern Monate an ihrer Maximalkapazität. Dies führt dazu, dass sich die Zellen vermehren, um ihrer Aufgabe zukünftig besser gerecht werden zu können. Je nach Intensität und Dauer sind die Zellvermehrungen dann im Röntgenbild sichtbar und werden beim Arztbesuch als Alveolarkarzinom diagnostiziert oder unpräzise als Lungenkrebs. Auch der Verlust der sicheren Umgebung, wie im Beispiel der Antilope, dauert in der Natur immer nur eine begrenzte Zeit.
Bei uns Menschen häufig aber nicht, zum Beispiel wenn die alte Ehefrau gestorben ist und der verwitwete alte Mann sein Haus verlassen muss, alleingelassen in einem Seniorenheim. Dadurch kann bei ihm je nach Wahrnehmung der Situation ebenfalls das SBS, das sinnvolle biologische Sonderprogramm, der Nierensammelröhre starten. Anders als die Antilope, die entweder stirbt oder innerhalb kurzer Zeit die Situation löst, indem sie eine neue, sichere Umgebung findet, verbleibt der alte Mann hier nun für den Rest seines Lebens. Da die Nieren nun kaum noch Wasser ausscheiden, wird bei ihm Nierenversagen diagnostiziert. Warum dieser ältere Herr auf diese Weise reagieren könnte und 100 andere vielleicht nicht oder völlig anders, werden wir noch sehen. Auch die Dauer des Brustdrüsen-SBS ist in der Natur immer zeitlich begrenzt. Anders wiederum bei uns Menschen, zum Beispiel wenn die kleine Tochter plötzlich auf die Straße läuft und von einem Auto angefahren wird. Die Mutter kann bei instinktiver Versorgungsangst um ihre Tochter das gleiche SBS starten, um das Kind mit mehr Muttermilch zu versorgen. Anders als beim Fuchs im Wald entscheidet es sich jedoch nicht unbedingt innerhalb weniger Tage, ob das Kind stirbt oder wieder gesund wird. Dank der Notfallmedizin kann es auch bei schlimmsten Verletzungen über Wochen künstlich am Leben gehalten werden und solch einen schrecklichen Unfall überleben. Doch dadurch läuft auch das SBS der Brustdrüsen bei ihrer Mutter über Wochen, sodass sich die Zellen, die an ihrer Maximalkapazität arbeiten, vermehren. Es bildet sich ein Brustdrüsentumor, der unpräzise auch als Brustkrebs bezeichnet wird. Aber bevor sich jetzt jemand unnötigerweise Sorgen macht, kaum eine Verletzung oder Erkrankung der eigenen Kinder wird im Einzelfall zu diesem SBS führen. Denn auch hier gilt, ob eine Frau mit diesem SBS reagiert, hängt von ganz bestimmten Kriterien ab, die wir uns im nächsten Teil ansehen werden. Der Start eines SBS soll uns grundsätzlich handlungsfähig machen und uns helfen, die schwierige Situation gut zu überstehen. Nur wenn die Frau im Falle dieses SBS über Monate in der Empfindung verharrt, dass das Kind nicht ausreichend versorgt ist, kommt es zu Zellvermehrung und je nach Ausmaß schließlich zu einem Tumorbefund, wie bei unserer Frau in diesem Beispiel. Die Sonderprogramme sind bis heute die bestmögliche Selbstregulation des lebenden Organismus, auch wenn die rasante Entwicklung unserer Zivilisation immer häufiger dazu führt, dass die organischen Veränderungen ihren Zweck nicht mehr erfüllen und somit nicht wirklich zu einer Lösung der Situation beitragen. Stattdessen werden sie in solchen Fällen zu eigenständigen Problemen, die wir als Krankheit bezeichnen. Dies hat Dr. Hamer im 5. biologischen Naturgesetz formuliert, dem Gesetz vom Verständnis einer jeden sogenannten Krankheit als Teil eines entwicklungsgeschichtlich verstehbaren, sinnvollen biologischen Sonderprogramms der Natur. Von den bisher angenommenen Ursachen, wie bösartigen Krebszellen, Krankheitserregern oder Defekten, ist weit und breit nichts zu sehen. Wir sehen lediglich sinnvoll konzipierte Programme unseres Körpers, die durch übermäßig lange Laufzeiten zu Funktions- und Zellveränderungen führen, die bisher als bösartig, Ansteckung oder defekt angesehen wurden. Durch das Verständnis der Funktionsweise dieser Sonderprogramme muss kaum jemand mehr aufgrund von schwerwiegenden Diagnosen in Angst verfallen. Wenn die Tumorpatientin aus unserem Beispiel weiß, dass das Zellwachstum in der Brust einen ganz konkreten Bezug zu ihrem Leben hat, ist es ja kein chaotischer, bösartiger Prozess mehr, der in ihrer Vorstellung unweigerlich zum qualvollen Tod führt. Vielmehr ist es ein geregeltes Programm, dessen Daseinsgrund sie nachvollziehen kann, dessen weiterer Verlauf grob vorhersehbar ist und vor allem, für dessen weiteren positiven Verlauf sie selber ganz konkrete Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten hat, wie wir noch sehen werden. Sie ist kein Opfer der Krankheit mehr, sondern wird durch die Kenntnis der 5 biologischen Naturgesetze zum aktiven Mitgestalter des weiteren Verlaufs. Genauso wie die Lungenalveolen, die Nierensammelrohre und die Brustdrüsen hat jedes Gewebe des Körpers ein zugehöriges Sonderprogramm und somit seine Art, sich im Konfliktfall anzupassen, wobei es einer präzisen, reproduzierbaren und vorhersagbaren Systematik folgt, die wir uns in den folgenden Teilen ansehen können.